Ist Deutschland eine GmbH? Der Reichsbürgermythos im Faktencheck. Du hast es wahrscheinlich schon mal gehört. Im Netz, vielleicht auf TikTok oder von einem Bekannten auf einer Party. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein echter Staat. Sie ist nur eine Firma, eine GmbH, eingetragen im Handelsregister. Und wir alle? Wir sind nur das Personal. Klingt absurd, ist es auch, aber es ist der Kern einer gefährlichen Ideologie, der sogenannten Reichsbürger. Heute nehmen wir uns mal die Zeit und dröseln das sauber auf, nicht mit Meinung, sondern mit Fakten, wie den Verträgen, die unsere Souveränität bis heute bestätigen, und einem Blick ins Gesetz. Wir klären heute definitiv, wie souverän ist Deutschland wirklich und warum ist die Geschichte von der BRD GmbH eine der erfolgreichsten Falschinformationen unserer Zeit. Kapitel 1: Der Mythos von der BRD GmbH. Okay, fangen wir mit dem Kernmythos an. Der BRD GmbH. Woher kommt diese Idee? Tatsächlich gibt es die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Diese Agentur ist aber nicht mehr als ein Unternehmen des Bundes. Genauso wie die Autobahn GmbH. Sie managt die Schulden des Staates und gibt Staatsanleihen heraus. Völlig normal. Viele Staaten nutzen solche spezialisierten Agenturen. Daraus zu schließen, der Staat selbst sei eine GmbH, ist, nun ja, intellektuell wild. Es ist, als würdest du sagen, die Kantine im Bundestag ist ein Restaurant, also ist der Bundestag ein Gastronomiebetrieb. Du siehst, wie hier die Logik verbogen wird. Aber dieser Mythos ist nur die Spitze des Eisbergs. Die eigentliche Frage dahinter ist viel größer. Ist Deutschland nach dem Ende der Nazi-Diktatur jemals wieder ein souveräner Staat geworden oder nicht? Denn nicht nur Reichsbürger glauben mittlerweile tatsächlich, dass wir immer noch in einem besetzten Land leben. Als Beweis muss herhalten, dass wir nie einen offiziellen Friedensvertrag wie nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag bekommen haben. Denn da Deutschland geteilt wurde und die Bonner Republik immer nur als Provisorium bis zu einer Wiedervereinigung angesehen wurde, gab es keinen Souverän, mit dem ein solcher Vertrag für Gesamtdeutschland hätte geschlossen werden können. Kapitel 2: Welche Souveränität? Schauen wir uns den Weg zur Souveränität mal an, denn dieser Prozess ging in kleinen Schritten voran. Nach der bedingungslosen Kapitulation durch die Führung der Wehrmacht hatte Deutschland seine Souveränität verloren und wurde von den Alliierten besetzt. Zunächst gab es 4 Besatzungszonen, später nur noch 2. Deutschland existierte als Staat weiter, aber die Alliierten hatten die volle Kontrolle. Das änderte sich 1949 mit der Gründung von 2 unterschiedlichen deutschen Staaten. Im Westen die BRD mit dem Grundgesetz und die DDR mit ihrer Verfassung. Als Besatzungsmacht behielten sich die Alliierten mit dem Besatzungsstatut gewisse wichtige Rechte vor, innerhalb der Außen- und Sicherheitspolitik und alle Fragen, die die geteilte Stadt Berlin betrafen. Die Bundesrepublik war also nur zum Teil souverän. In der Deutschen Demokratischen Republik war das alles noch ein bisschen mehr eingeschränkt. Denn als Mitglied des Warschauer Paktes und Satellitenstaat der Sowjetunion war die DDR in ihren Entscheidungen nicht frei. 1955 mit den Pariser Verträgen machte die Bundesrepublik einen großen Schritt in Richtung Souveränität. Das Besatzungsstatut wurde aufgehoben und die BRD tritt der NATO bei. Allerdings behielten sich die Alliierten wegen des besonderen Status von Berlin, das in einen Westteil und in einen Ostteil gespalten war, der eine Teil lag in der Bundesrepublik, der andere in der DDR, besondere Rechte vor. Und es wurde festgelegt, dass es für Deutschland als Ganzes, also West- und Ostdeutschland, eine endgültige friedensvertragliche Regelung noch ausstand. Also sollte Deutschland wiedervereinigt werden, hatten die Alliierten hier noch ein Wörtchen mitzureden. Und so kam es dann auch. Als 1989 die Mauer fiel und ein Jahr später die Wiedervereinigung auf der Tagesordnung stand, erhielt ganz Deutschland mit den 2+4-Verträgen seine volle Souveränität zurück. 2+4 übrigens wegen den 2 deutschen Staaten und den 4 Besatzungsmächten Amerika, Großbritannien, Frankreich und Russland.
Kapitel 3, Artikel 7 des 2+4-Vertrags. Was viele Reichsbürger ignorieren, ist das, was in Artikel 7 festgeschrieben ist. Erstens, die 4 Mächte beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Zweitens, das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten. Klarer als volle Souveränität kann man es wohl kaum formulieren. Alle 4 Siegermächte und der Bruderstaat im Osten erkennen mit diesem Vertrag die völkerrechtliche Souveränität der Bundesrepublik Deutschland an. Und das Argument, es heißt aber nicht Friedensvertrag, ist hier reine Wortklauberei. Nicht jeder Friedensvertrag der Geschichte wurde auch Friedensvertrag genannt. Viele Verträge wurden auch nach den Orten, an denen sie verhandelt wurden, benannt oder hießen Waffenstillstandsabkommen bzw. Staatsverträge. Und der Grund, warum wir 1990, 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, diesen Vertrag nicht Friedensvertrag genannt haben, liegt wohl auf der Hand. Denn hier ging es vor allem um die Regelungen zur deutschen Einheit und nicht darum, Reparationen oder Gebietsgrenzen festzulegen. Obwohl das hier auch endlich geregelt wurde mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie durch die Deutschen. Kurzum, der 2+4-Vertrag leistet alles, was ein Friedensvertrag leisten muss. Wer also 2025 noch behauptet, Deutschland sei nicht souverän, ignoriert bewusst den wichtigsten völkerrechtlichen Vertrag unserer modernen Geschichte. Punkt. Kapitel 4, warum das alles so wichtig ist. Doch warum ist es für einige so wichtig, uns weiszumachen, wir hätten keinen souveränen Staat und wären noch von den Amerikanern besetzt? Dahinter steckt leider mehr als ein paar Spinner, die Deutschland in den Grenzen von 1937 zurückhaben wollen. Stichwort Anerkennung der Oder-Neiße-Linie zwischen Deutschland und Polen. 3 Hintergründe sind hier wichtig. Erstens die politische Ideologie. Diese Mythen dienen dazu, unseren demokratischen Rechtsstaat zu delegitimieren. Wer glaubt, der Staat sei illegitim, der hält sich auch nicht an seine Gesetze und respektiert weder seine Gerichte noch seine Polizei. Keine Steuern zu zahlen und sich einen eigenen Personalausweis für das Königreich Deutschland zu basteln, sind da wirklich eher die kleineren Vergehen. Schlimmer ist, dass diese Ideologie wieder mal ein Einfallstor in die Welt des Rechtsextremismus und Antisemitismus bietet. Denn wer eine Fremdherrschaft durch andere Mächte herbeifantasiert, will diese meist mit Gewalt stürzen. Zweitens, das Geschäft. Es gibt Leute, die damit richtig Geld verdienen. Sie verkaufen wertlose Reichsausweise oder Heimatscheine. Sie bieten teure Seminare an, um Leuten beizubringen, wie sie angeblich aus dem System aussteigen. Dabei nutzen sie gezielt die Krisen von Menschen aus, seien es Schulden, ein Jobverlust oder gesundheitliche Probleme. Eiskalt nehmen sie diejenigen aus, die an ihre Ideologie glauben. Oftmals ohne selbst an den ganzen rechten Kram zu glauben. Einfach aus purer Profitgier. Ihr habt sicher schon von dem Königreich Deutschland, das Peter Fitzek ausgerufen hatte, gehört. Fitzek kassierte Millionenbeträge von den Mitgliedern seines Königreichs. Für Pässe, Führerscheine, die eigene Währung und sogar eine Krankenversicherung. Mehrere 100.000 Euro wurden seinen Opfern so gestohlen. Aktuell sitzt Fitzek in Haft. Er wurde bereits wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilt. Der große Prozess wegen des Betrugs um das Königreich Deutschland steht aber noch aus. Es wird noch gegen Fitzeks Umfeld ermittelt. Drittens die Psychologie. Ähnlich den kruden Theorien der Nazis, die das Weimarer System stürzen wollen, fühlen sich die Reichsbürger als Teil einer Elite. Sie sind aufgewacht, während die anderen immer noch als Schlafschafe dem System dienen. Das ist nicht nur eine gefährliche Selbstüberhöhung, diese Sichtweise spricht vor allem Idealisten an. Sie wollen schließlich unser Volk nur vor den bösen, fremden Mächten, die es knechten, befreien. Ähnlich wie die Nazis uns von der Herrschaft der Juden befreien wollten. Ihr seht, wohin diese Ideologie im schlimmsten Fall führen kann. Kapitel 5, mein Fazit. Diese Bewegung ist kein exzentrisches Gesellschaftsexperiment. Sie ist gefährlich und eine Bedrohung für unseren Rechtsstaat, denn sie untergräbt das Vertrauen in unsere Institutionen und letztendlich auch in die Demokratie selbst. Wenn die Demokratie nicht als demokratisch legitimierte Herrschaft anerkannt wird und unsere Volksvertreter nicht als parlamentarische Vertreter des Volkswillens anerkannt werden, hat die parlamentarische Demokratie, wie es sie heute gibt, keine Zukunft mehr.
Manche mögen das begrüßen, aber sie sollten wissen, dass man aus einer Diktatur, egal wie sie ausgestaltet ist, nicht so schnell wieder aussteigen kann. Wir haben viele Jahrzehnte an unserer Bundesrepublik gearbeitet und sie kann auch weiter reformiert werden. Denn im Gegensatz zu einer Diktatur ist die Demokratie wie ein lebender Organismus, der sich immer weiterentwickeln kann und muss, um zu überleben. Unsere Souveränität war ein langer, steiniger Weg nach der Katastrophe zweier Weltkriege und wurde mühsam erst 45 Jahre nach Ende des letzten großen Krieges wiedererlangt. Sie wurde durch 2 Verträge besiegelt, von denen der letzte unsere Einheit und volle Souveränität wiederhergestellt hat. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist im besten Fall ignorantes Unwissen, im schlimmsten Fall gezielte Desinformation und Propaganda von Menschen, die unsere Demokratie zerstören wollen oder einfach nur finanziell von der Krise der Demokratie profitieren. Bleibt neugierig, bleibt kritisch, aber vor allem bleibt menschlich.